Die Pikmin-Reihe ist eine überschaubare, kleine, etwas unterschätzte Marke von Nintendo. Bei den Spielen handelt es sich um taktische Echtzeit-Strategietitel. Wer auf einer Konsole quasi alle Haupttitel spielen will, der kann dies auf der Wii U tun. Auf der Wii U lassen sich Pikmin 1 und 2 entweder digital downloaden oder eben die Wii-Discs abspielen. Hierbei handelt es sich um die New Play Control-Reihe, welche mit Wii-Controllern statt dem GameCube-Controllern gespielt werden. Außerdem befinden sich Pikmin 3 auch dort als Wii U-Spiel. Bevor ich aber über die Spiele rede, möchte ich kurz über das Gameplay reden. Der Spieler steuert ein oder mehrere Spielfiguren. Mit Hilfe von Pikmin lassen sich so einige Dinge erledigen. So können Pikmin Hindernisse aus dem Weg räumen, Brücken ausbauen, Gegner bekämpfen und gefundene Objekte zum Landeplatz tragen. Manche Objekte sind essentiell, um neue Orte zu erreichen. Jede Aufgabe erfordert den Einsatz einer bestimmten Art von Pikmin. Jedes Objekt benötigt jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Pikmin, um von diesen getragen werden zu können. Man hat dabei immer ein Zeitlimit von einem Spieltag, um diese Aufgaben zu erfüllen. Es gibt dabei unterschiedliche Pikmin. Die roten Pikmin sind feuerresistent und haben einen höheren Angriffswert als alle anderen Pikmin. Die gelben Pikmin sind leichter und können daher höher und weiter geworfen werden. Sie sind außerdem resistent gegen Elektrizität. Blaue Pikmin haben die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen und können auch im Wasser angreifen. Die lila Pikmin sind 10-mal stärker und schwerer. Sie können nicht sehr weit geworfen werden, richten aber hohen Schaden an, wenn sie auf Gegner geworfen werden, und betäuben sie für kurze Zeit. Die weißen Pikmin sind gegen Gift resistent und können nach Schätzen graben. Sie vergiften außerdem Gegner, wenn sie gefressen werden. Die Fels-Pikmin sind sehr groß und können einen Gegner sehr schwer verletzen. Anders als alle anderen Pikmin können sie Kristall zerstören. Sie selbst können nicht zerstampft werden. Flügel-Pikmin. Sie haben die Fähigkeit zu fliegen und können so Wasser überqueren. Der erste Pikmin-Teil erschien 2001 auf dem GameCube. Kann auf der Wii in seiner Originalfassung oder mit der New Play-Version gespielt werden. Unterschiede sind eigentlich nur die Steuermethoden. Auf der Wii nutzt ihr die Wii-Fernbedienung plus das Nunchuck. Und des Weiteren ist das Zielen der Pikmin durch Pointersteuerung einfacher und effizienter. Die Wii U-Fassung ist die Wii-Fassung. Das Spiel ist, egal auf welcher Plattform, zum Zeitpunkt dieses Videos relativ günstig zu bekommen. Aus heutiger Sicht ist der Titel ein bisschen veraltet, aber wer mit Spielen aus den frühen 2000ern klarkommt, sollte sich einigermaßen zurechtfinden. Der zweite Teil kam ein paar Jahre später auch für den GameCube und wurde danach auch für die Wii angepasst und lässt sich auch auf der Wii U spielen. Am billigsten ist hierbei die digitale Wii U-Fassung. Die originale GameCube-Version ist ziemlich teuer und die Wii-Fassung ist nur minimal billiger als die GameCube-Fassung. Die Steuerung der Wii-Fassung ist ähnlich wie die Wii-Fassung des ersten Teils. Im Großen und Ganzen verbessert ist das Gameplay des ersten Teils, besitzt aber mit den Dungeons eine Neuerung, die es nur hier gibt. Des Weiteren besitzt das Spiel keine Zeitbegrenzung von 30 Tagen mehr. Der bisher letzte Haupttitel erschien in HD für die Wii U und erschien als Port für die Nintendo Switch. Für Neueinsteiger ist der dritte Teil ein guter Einstieg. Das Spiel ist sowohl optisch als auch von der Steuerung her gut für Anfänger geeignet. Die Switch-Version besitzt bereits alle DLC-Levels, eine Bonusmission und die Möglichkeit im Koop zu spielen. Preislich ist aber die Wii U-Fassung günstiger zu bekommen, teilweise selbst mit allen DLCs, die ihr allerdings extra kaufen müsst. Dieser kleine Handheld-Ableger ist eher ein Spin-off. Eventuell für Fans interessant, aber ansonsten nicht unbedingt nötig. Im Prinzip spielt es sich ähnlich wie ein Pikmin-Spiel, aber komplett in 2D. Und Pikmin Bloom ist ein weiteres kleines Spin-off. In diesem Spiel züchtet und stärkt ihr die Pikmin, welche Blüten wachsen lassen. Ähnlich wie in Pokémon Go läuft ihr dabei, wo ihr unter anderem Items finden könnt. Falls euch die Reihe nicht unbedingt zusagt, vielleicht tut es dieser Titel. Die Story in den Spielen ist nicht sonderlich tiefsinnig. Im Endeffekt ist es egal, mit welchem Teil ihr anfängt. Vom Gameplay spielt sich der dritte Teil besser als die ersten zwei. Aber ansonsten kann man auch einfach nach der Reihenfolge spielen. Hey Pikmin und Pikmin Bloom können entweder ignoriert oder eben als Spin-offs betrachtet werden. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einstieg in die kleine Pikmin-Reihe einführen. Und bis zum nächsten Einstiegsvideo.